Ah, jetzt habe ich ihn kaputt gekriegt. Getriebe ist kaputt. Zweiter Gang geht noch. Erster Gang kann man ganz einfach festhalten. Wenn Parkside einen Akkuschrauber auf den Markt bringt, mit Arnold Schwarzenegger persönlich als Werbeträger, dieser Akkuschrauber schon einen Weltrekord aufgestellt hat und nebenbei extrem günstig zu erhalten ist, dann müssen wir das Ganze natürlich ausprobieren. Das ist der neue Parkside Akkuschrauber mit Arnold Schwarzenegger persönlich als Werbeträger. Man hat überall Arnold Schwarzenegger Unterschriften drauf und allein das würde bei mir schon ausreichen, dass ich mir diesen Akkuschrauber kaufen muss. Ich bin also in den Lidl Online-Shop geschossen, habe mir diesen Akkuschrauber gekauft. Den gibt es ab nächste Woche für 59 € zu kaufen. Ich habe ihn aktuell noch für 69 € gekauft. Diesen Akkuschrauber gucken wir uns jetzt zusammen an. Und ganz kurz zu diesem Video als kleine Erklärung. Ich mache in diesem Video Sachen mit diesem Akkuschrauber, die man machen sollte, mache aber auch ein paar Sachen, die man nicht machen sollte. Und am Ende des Tages ist das Testergebnis so, wie es ist. Und das werde ich euch objektiv darstellen. Ich habe mir diesen Akkuschrauber ganz einfach selber gekauft, selber bestellt. Wir haben in den vergangenen Jahren viele Parkside-Sachen vorgestellt, durchgeprüft, ausprobiert und viele Sachen waren wirklich sehr gut. Andere Sachen haben den Test auch nicht überlebt und das Ergebnis ist am Ende des Tages so, wie es ist. Und ich sage es immer wieder, es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Und da gucken wir jetzt einfach mal rein. Das ist mehr so ein Aktenkoffer im Stile der 80er, 90er Jahre. Nicht so das, was man sonst von Parkside-Werkzeugen kennt. Gucken wir einfach mal rein. Und da ist er, der wunderschöne Arnold Schwarzenegger Akkuschrauber. Hier haben wir drin einen 2 Ampere-Stunden Akku. Wir haben ein Bitset, wir haben ein Ladegerät und wir haben den Akkuschrauber an sich. Den nehmen wir ganz einfach mal raus. Und der sieht wirklich auf den ersten Blick alles andere als verkehrt aus. Diesen komischen Clip, den schraube ich natürlich gleich ab, den braucht kein Mensch. Aber ansonsten sieht er wirklich schön aus. Richtig sauber, ordentlich gummiert. Und wir haben hier verschiedene Funktionen, die es wirklich in sich haben. Und das gerade zu dem Preis. Und wir werden uns mal die Funktionen angucken. Und anschließend nehmen wir den Akkuschrauber mal richtig ran, ob der wirklich den Namen Arnold Schwarzenegger verdient hat. Das ist ein Akkuschrauber mit maximalen Drehmoment von 60 Newtonmeter. Hat ein Zweiganggetriebe, erster Gang bis zu 500 Umdrehungen, zweiter Gang bis zu 2000 Umdrehungen. Kleiner Funfact am Rande, auf der Lidl-Webseite steht auch irgendwas von 30.000 Umdrehungen. Sicherlich nur ein kleiner Fehler. Der Akkuschrauber hat einen bürstenlosen Brushless-Motor und was nicht normal ist für ein Gerät für 59 € mit Akku, mit Ladegerät, ist, dass wir hier ein Röhmfutter verbaut haben. Also da hat man wirklich für einen kleinen Preis eine Menge. Das sieht auf den ersten Blick erstmal richtig, richtig gut aus. Was auch gleich positiv auffällt, ist, wie die Tasten hier funktionieren. Das rastet alles richtig schön ein, da fühlt sich nichts billig an. Man hat hier 21 verschiedene Drehmomentstufen. Auch die rasten immer richtig schön sauber, ordentlich ein. Und der hat eine Anti-Kickback-Funktion. Das heißt, wenn ich mit dem arbeite und irgendwie sich der Bohrer verkantet, dann geht es nicht aufs Handgelenk, sondern der schaltet vorher ab. Das können wir natürlich gleich mal testen. Jawohl, schaltet sauber ab. Das ist natürlich auch Gold wert. Jeder, der schon mal so einen Schlag aufs Handgelenk gekriegt hat, der weiß, warum man sowas braucht. Den komischen Haken schrauben wir mal ab, den kann ich nicht gebrauchen, aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, macht der schon mal einen richtig, richtig guten Eindruck. Bevor wir jetzt anfangen damit zu arbeiten, gucken wir uns erstmal den Weltrekord an, den so ein Akkuschrauber aufgestellt hat. In London gibt es das London Eye, das zweitgrößte Riesenrad Europas und so ein Akkuschrauber hat es geschafft, dieses Riesenrad anzutreiben und es genau 2 Meter zu bewegen und das ist ein Weltrekord. Das steht ganz klar fest. Auf der anderen Seite ist es so einen Rekordversuch gab es noch nie, so einen Rekordversuch wird es wahrscheinlich auch nie wieder geben. Und das ist natürlich immer so ein bisschen, am Ende ist es schönes Marketing, es sorgt für wirklich gigantische Bilder, es sorgt für Aufmerksamkeit und das ist wahrscheinlich auch das Ziel von so einem Rekordversuch.
Dabei kam eine aufwendige Konstruktion zum Einsatz und das ist halt auch immer so ein bisschen das Problem. Am Ende des Tages kann man es nicht richtig bewerten, weil es ist natürlich Arbeit, dieses Riesenrad zu bewegen und das hat der kleine Kumpel hier gut geschafft. Man kann aber nicht sagen, wie hoch ist das Drehmoment oder ähnliches. Und auf der anderen Seite ist es so, es ist ein Weltrekordversuch, den hat vorher noch niemand unternommen, den wird wahrscheinlich auch hinterher niemand mehr unternehmen und das ist für mich immer so, wie als wenn man 100 Meter irgendwo Rennen hat und dann nimmt nur einer dran teil. Das ist so ein bisschen schwierig zu bewerten. Sollte man 3 andere Akkuschrauber haben und gucken, wer das am besten kann, wer das am schnellsten kann, das wäre mal richtig interessant. Aber so ein Akkuschrauber, der einen Weltrekord aufstellt, den vorher keiner versucht hat, den hinterher nie wieder jemand versuchen wird, das ist wahrscheinlich eher so ein bisschen langweilig. Ich weiß nicht, oder wie seht ihr das? Zum Testen jetzt hier einfach ein paar Löcher ins Holzbrett reinbohren, ist natürlich langweilig. Habe ich am Anfang auch mal schnell gemacht. Das ist ein 8 mm Bohrer, das sind 10, 12 Bohrungen, eine nach dem anderen durchgepfiffen, alles kein Problem. Dann bin ich umgestiegen auf diese Schrauben hier, die sind 40 mm lang, 8 mm Durchmesser, eine schöne Schlüsselfläche und die habe ich einfach in diesen 100er Holzklotz reingeballert. Und das geht auch völlig problemlos. Im zweiten Gang kann ich sie bis kurz vor Ende reinbohren, danach verliert er die Kraft, dann geht es nicht mehr. Darum bin ich auf den ersten Gang gewechselt und damit kann ich die Schrauben dann komplett versenken. Das geht völlig problemlos, das sind immerhin 20 Stück. Es ist alles immer eine Akkuladung, von der wir hier sprechen und das kann ich hier problemlos alles versenken. Und weil 40 mm natürlich langweilig ist, habe ich auch einen 120 mm genommen und das geht auch völlig problemlos. Im zweiten Gang kann man das oberste Stück machen und danach geht man dann einfach in den ersten Gang und der kann diese Schraube komplett bis zum Anschlag reinschrauben. Das habe ich hier übrigens gleich 2-mal gemacht. Ich denke mal, das ist für einen Start im Holzbereich schon mal eine anständige Leistung. Danach habe ich meinen Fosterbohrer rausgeholt. Bis zu 38 mm soll er bei Holz schaffen. Ich habe hier einen 35 mm Fosterbohrer. Damit habe ich hier in dieses 2 mm starke Holzstück ganz einfach eine 35 mm Bohrung reingekriegt. Das hat auch gut funktioniert, muss man natürlich auch im ersten Gang schön vorsichtig machen. Was man dabei merkt, ein zweiter Griff wäre natürlich cool. Hier hast du nur einen kleinen Akkuschrauber, muss man die zweite Hand hier oben irgendwo ansetzen. So richtig Kraft damit auf das Bauteil zu bringen, ist eher schwierig. Dafür ist er wahrscheinlich auch nicht so hundertprozentig gedacht. Aber diese Bohrung hier hat der Akkuschrauber auch problemlos hinbekommen. Und eine 35 mm Bohrung ist natürlich schon mal was. Das ist jetzt übrigens alles immer noch mit einem Akku. Der Akku hat hier vorne so eine schöne Statusleiste. Da sieht man, jetzt ist er noch auf grün. Jetzt können wir in den Stahlbereich übergehen. Irgendwann wird das Ganze dann gelb, irgendwann wird es dann rot. Dann muss man den nachladen. Das ist der 2 Ampere-Stunden Akku, der im Lieferumfang dabei ist. Das ist ein Winkelstahl, 5 mm stark. Und Stahl ist natürlich eine ganz andere Belastung als Holz. Es gibt natürlich auch Harthölzer, die haben auch eine hohe Belastung, wenn man da bohrt. Aber im Allgemeinen, Stahl ist eine ganz andere Geschichte. Hier habe ich einfach mal mit einem 8 mm und mit einem 9,5 mm Bohrer versucht, Löcher zu bohren. Ich sage bewusst versucht, weil das ist dann schon eine ganz schöne Quälerei. Man merkt, dem Gerät fehlt da irgendwo die Kraft. Und dafür gibt es auch eine ganz einfache Lösung. Ich habe hier ein paar Bohrungen reingequält, das geht, ist aber wirklich nicht ideal. Dafür habe ich dann einen 8 Ampere-Stunden Akku verwendet. Und der ist nicht nur größer, das heißt, dass man länger damit arbeiten kann, der hat auch einen höheren Entladestrom. Und damit kann man viel, viel länger und mit viel mehr Leistung mit dem Gerät arbeiten. Und das merkt man sofort, das sieht man auch gleich an den Bildern. Vorher war es so, dass auch kein vernünftiger Span entstanden ist. Wenn man jetzt damit arbeitet, dann merkt man, das funktioniert wirklich richtig gut. Ich habe hier hinten, das sind 8,5 mm Bohrungen, einfach nochmal reingepfiffen. 1, 2, 3, 4, 5 Stück. Und das funktioniert mit dem 8 Ampere-Stunden Akku völlig problemlos. Hier habe ich mich sogar verquatscht, das ist sogar ein 10 mm Bohrer. Also 10 mm Bohrung, da habe ich sogar vorgebohrt. Man sagt ja immer, ab 10 bohrt man vor. Aber ich bohre im Stahlbereich, wenn ich das mit dem Akkuschrauber mache, auch schon ab 7, 8 mm vor. Hier habe ich teilweise auch vorgebohrt. Manche Bohrungen sind hier aber mit einer sogenannten Flow-Step-Spitze entstanden. In dem Bereich hier, da muss man nicht vorbohren, das ist aber weniger Belastung. Darum habe ich gedacht, da tue ich dem Akkuschrauber einen Gefallen. Aber selbst damit hat er das nicht hingekriegt. Und das ist so der Punkt, von wegen, wo ich sagen muss, von wegen 2 Ampere-Stunden Akku ist für viele Sachen sicherlich völlig in Ordnung. Aber wenn man das Gerät mal richtig belasten will, wenn man richtig Dampf haben will, ist ein 8 Ampere-Stunden Akku wirklich
wirklich eine richtig schöne Sache. Das ist das, was ich mit dem Akkuschrauber gemacht habe und das hat wirklich alles gut funktioniert. Das sind bestimmungsgemäße Verwendungen und damit habe ich wirklich mit dem Akkuschrauber kein Problem gehabt. Und das ist jetzt ein Stufenbohrer, das ist so der Endgegner für den Akkuschrauber. Damit will ich jetzt in Stahl reinbohren. Und da muss man ganz klar sagen, das ist jetzt nicht mehr bestimmungsgemäß, weil die Bedienungsanleitung, die technischen Daten sagen ganz einfach aus, Stahl bis zu 13 Millimeter. Das ist also keine bestimmungsgemäße Verwendung mehr, was ich hier mache. Der Stufenbohrer ist übrigens auch von Parkside, der kostet so 7, 8 Euro und dafür finde ich den wirklich alles andere als verkehrt. Und im zweiten Gang ist am Anfang noch alles gut. Irgendwann kommt man natürlich in die höheren Stufen, dann braucht man eine geringere Drehzahl und mehr Kraft. Und was macht man? Man schaltet ganz einfach um vom zweiten Gang in den ersten Gang, dann hat man 500 Umdrehungen und das ist natürlich perfekt dafür. Man muss kräftig drücken und irgendwann hat er dann einfach aufgegeben. Man sieht das jetzt von wegen, der dreht sich noch, aber ist natürlich auch lebensgefährlich, was ich hier mache. Man kann ihn ganz einfach anhalten. Ich zeige das hier lieber mit der Nuss als mit dem Stufenbohrer. Und im zweiten Gang dreht er nach wie vor, hat er Kraft. Hier im ersten Gang kann man anhalten. Ich kann hier auch im Getriebe irgendwelche Drehmomentstufen wechseln von wegen. Ne? Ergebnis bleibt das gleiche. Das heißt, er hat das nicht überlebt. Im zweiten Gang kann man nach wie vor damit weiterarbeiten. Ich habe auch noch mal 2, 3 Sachen damit gemacht. Funktioniert wirklich völlig problemlos. Aber der erste Gang ist hinüber. Ich hätte mir jetzt gewünscht, von wegen, wenn man den Akkuschrauber so überlastet, dass er irgendwie abschaltet, nicht weiterdreht oder irgendwas, aber dass das Getriebe kaputt geht, ne, ist natürlich ein bisschen sehr, sehr unschön. Was ich noch gerne mit diesem Akkuschrauber machen wollte, ist hier eine schöne lange Schraube eindrehen. Das ist eine 10 mm Durchmesserschraube, die ist 220 mm lang. Das habe ich jetzt nicht mehr gemacht. Habe ich noch mal mit dem zweiten Gang ganz einfach ausprobiert, von wegen, da fehlt aber völlig die Kraft. Darum bin ich auf meinen guten alten Bauforum 24 Akkuschrauber zurückgegangen und der hat das problemlos hinbekommen. Ist ein 12 Volt Gerät, kein 20 Volt Gerät wie das Gerät hier. Aber der hat aber allerdings auch 80 Newtonmeter, also ein kleines, kompaktes Gerät. Ich finde den wirklich sehr schön. Ich verwende den seit über einem Jahr. Bin ich ein riesen Fan von. Gab es, glaube ich, neulich auch mal für 79, 89 Euro im Set oder so. Der hat also wirklich richtig Dampf. Der hier ist auch alles andere als verkehrt. Aber irgendwo die Belastung hat er jetzt nicht abgekonnt. Wie gesagt, muss er nicht, ist keine bestimmungsgemäße Belastung mehr. Das muss man immer ganz klar sagen. Aber ich hätte gedacht, wenn so ein Akkuschrauber ein Riesenrad drehen kann, dann kann man da auch mit einem Stufenbohrer in Stahl mal ein kleines Loch reinbohren. Hat er leider nicht geschafft. In diesem Sinne, wie gesagt, ich will den echt nicht schlecht reden. Ich finde den so wirklich nicht verkehrt für den Hausgebrauch, alles andere. Und irgendwo habe ich es übertrieben. Das ist aber auch Sinn und Zweck von so einem Testkanal, dass man Werkzeuge auch mal wirklich richtig massiv belastet. Und wenn ich dann irgendwo am Ende des Tages sage, so ein Gerät ist richtig, richtig genial, wie bei diesem Akkuschrauber damals, dann sind alle am Jubeln. Und wenn man sagt, von wegen sowas ist halt auch irgendwo bei mir kaputt gegangen, und das kann man ja hier auch alles ganz normal zeigen, nachweisen. Ich finde, ich habe das ehrlich und anständig gezeigt. Dann gibt es natürlich ein gewisses Klientel, die werden irgendwo hier unterschreiben, eskalieren oder so. Aber ist natürlich am Ende des Tages so, wie es ist. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen, beim Schleifen, beim Bohren. Und wie gesagt, Arnold Schwarzenegger, allein deswegen hätte ich mir den schon gekauft, von wegen, weil Arnie ist natürlich so der absolute Held meiner Jugend, meiner Kindheit und bis heute mein Held.